Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Es gab Post und zwar von YouTube. Mein 100.000 Abonnenten Award ist heute eingetroffen. Zusammen mit euch packen wir ihn aus und wir vergleichen mal, was hat sich denn mittlerweile geändert. Denn es ist ja mein zweiter Award. Meinen ersten Award habe ich schon vor 7 Jahren bekommen. Wo die Unterschiede liegen und wie so ein Paket hier von YouTube aussieht, das erfahrt ihr in diesem Video. Ja, ihr Lieben, 2 Wochen ist es jetzt knapp her. Da habe ich dank euch, dank eurer Abos die 100.000 Abonnenten-Marke bei YouTube überschritten, die Schallmauer durchbrochen. Irgendwann kriegst du dann eine E-Mail von YouTube. Herzlichen Glückwunsch, du hast einen YouTube Award erlangt. Ja, und der ist heute eingetroffen. Wie sowas aussieht, das schauen wir uns natürlich zusammen mal im Video an. Ich sage euch auch mal, wie ich dazu stehe, zu diesem Award. Und wir schauen uns vor allem an, wie sich das Ganze unterscheidet. Und zwar, wie sah so ein Award früher aus? Ja, Moment mal, du hast doch noch gar keinen, oder? Naja, so ganz richtig ist es nicht. Ich habe natürlich schon einen, der ist allerdings ein bisschen älter. Und zwar hier in dem Regal steht er ja bei mir immer, der eine oder andere hat es ja schon gesehen und auch mal nachgefragt. Ich habe schon einen Award und zwar für 100.000 Abonnenten. Allerdings ist der hier schon ganze 8 Jahre alt. Für einen Kanal, den ich aktuell nicht mehr bespiele. Aktuell hat er immer noch um die 270.000 Abonnenten und hat den Namen Best Greenscreen. Damals noch zu meiner Fotografie-Hochzeit und auch Videografie-Zeit habe ich dort entsprechende Greenscreen-Special-Animationseffekte hochgeladen, ja, und quasi der Welt präsentiert. Ich muss sagen, rückblickend zum neuen Award hatte der damals für mich natürlich schon eine bestimmte Bedeutung. Ja, er war natürlich schon eine Auszeichnung. Allerdings hat der hier, der neue, für mich eine ganz andere Bedeutung. Warum? Da kommen wir zu. Wir werfen erstmal einen Blick in den Karton, denn der ist tatsächlich heute gekommen. Ihr seht schon, ist ein bisschen beruppt, denn es gab gar keine Umverpackung. Ja, YouTube legt hier ein bisschen Wert auf Nachhaltigkeit, offensichtlich keine unnötigen Umverpackungen und es gab 2 entsprechende Versandbenachrichtigungen. Einmal von UPS, es kommt nämlich über einen großen Teich und dann final nochmal von Hermes. Das heißt, wir werfen jetzt mal einen Blick in den Karton. Was bekommt man heute für einen Button und wie unterscheidet er sich nicht nur optisch, sondern für mich auch emotional von diesem hier? Ihr Lieben, wir öffnen den Karton. Wie gesagt, so kommt er an und dann gibt es erstmal ein Trocknungspaket, damit das Ganze keine Feuchtigkeit zieht. Und obendrauf liegt ein Anschreiben. Sehr hochwertiges Pergamentpapier, muss ich sagen. Wirkt so ein bisschen wie eine kleine Urkunde und das Ganze ist es ja auch unterm Strich. Ich lese euch mal vor, was drauf steht. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Abonnenten und an den 100., den 1000.? Wahrscheinlich schon. Und an den 100.000. Abonnenten wirst du dich definitiv auch erinnern. Deine Fans haben dich vielleicht beim Stöbern auf YouTube entdeckt, über einen Freund von dir erfahren oder sie haben dich in ihren empfohlenen Videos entdeckt. Ganz egal wie, sie haben deinen Kanal abonniert. Dein Kanal hat inzwischen 100.000 Abonnenten. Diesen beeindruckenden Meilenstein würdigen wir mit dem Silver Creator Award. Glückwunsch! Bestimmt hast du schon viele neue Ideen für deine nächsten Videos und deine Fans können es sicher kaum erwarten, weitere spannende und kreative Inhalte von dir zu sehen. Bleib dran und erstelle weiter interessante Inhalte. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse und unterstützen dich natürlich auch in Zukunft. Und wer weiß, wenn du 1 Million Abonnenten erreicht hast, fragen wir dich vielleicht, ob du dich noch an den 100.000. Abonnenten erinnerst. Viele Grüße, YouTube CEO. Ja, 1 Million, ich glaube, im deutschsprachigen Raum in unserer Nische Fotografie wohl eher utopisch. Umso wichtiger natürlich dieser Meilenstein 100.000 Abonnenten. Bevor wir das Ganze auspacken, möchte ich schon mal auf einen Kommentar eingehen, den es im letzten Video gab, als ich natürlich euch mitgeteilt habe, hey, wir haben die 100.000 geknackt, als ich die Verlosung quasi rausgegeben habe. Da schrieb mir nämlich jemand, tja, 100.000 ist doch nur eine Zahl, warum das ganze Tramram? Ja, jetzt kriegst du eine Auszeichnung und dann, was kannst du dir davon kaufen? Und ich glaube, genau das ist es nicht, was solch ein Award ausmacht. Denn diese Auszeichnung 100.000, da kannst du dir nichts von kaufen. Das ist eine Zahl. Ja? Das ist einfach nur eine Zahl und auch der materielle Gegenwert solch einer Auszeichnung, ja, der ist so klein, da kannst du da auch nichts für kaufen.
Aber die Art der Auszeichnung ist halt wichtig, denn sie zeigt dir, und da gibt es nochmal einen großen Unterschied zu dem ersten Button, zum neuen jetzt, dass du eben durchgehalten hast. Du hast lange durchgehalten, du hast viel Zeit investiert, viel Arbeit investiert und es gibt eine Zielgruppe, es gibt Menschen, die sich das anschauen, was du produziert hast, was du kreiert hast. Sie folgen dir genau aus dem Grund, weil sie den Content, den du produziert hast, weil sie den gut finden, weil sie etwas mitnehmen für sich daraus. Und ich glaube, das steckt im Grunde eher für jeden Creator, der solch eine Auszeichnung bekommt, dahinter. Nicht der materielle Wert, der ist ja im Grunde auch gar nicht da. Wir schauen uns mal an, was ist denn drin und wie unterscheidet sich das? Also hier gibt es nochmal ein kleines Polsterchen und es gibt eine kleine Visitenkarte. Was steht drauf? Herzlichen Glückwunsch zu deinem Meilenstein. Wir sind stolz darauf, dass du so viele Abonnenten erreicht hast und freuen uns, deinen Erfolg zu honorieren. Dieser Award, nicht Aufwand, wurde mit viel Sorgfalt geprüft und verpackt von Rick. Vielen Dank, Rick, fürs ordentliche Zusammenpacken. Dein Award wurde beim Versand beschädigt oder du hast Fragen, dann schick uns eine E-Mail. Also quasi nochmal so ein kleines Support-Kärtchen, weil es doch am Transport irgendwas passiert ist, denn der hat ja ein paar Kilometer zurückgelegt. Und da drin ist er jetzt, ihr Lieben, der Silver Award. Bekommst du bei YouTube, wenn du die 100.000 Abonnenten-Marke überschritten hast. Und mir und euch wahrscheinlich jetzt auch, fällt natürlich etwas auf. Es hat sich etwas verändert im Laufe der Zeit. Der Award ist kleiner geworden. Der Gedanke dahinter, die Auszeichnung dahinter, natürlich nicht, sondern es bleibt ja beim gleichen Zweck dahinter. Einfach eine kleine Geste, das zu honorieren, dass du eben viel Zeit und Arbeit in einen Kanal gesteckt hast und damit eine Community erreichst, die sich diesen Content anschauen. Und genau das ist auch für mich die Belohnung dahinter, nicht der Wert. Da kannst du dir nichts für kaufen. Und vielleicht kennt ihr die Situation, vielleicht von eurem eigenen Job. Vielleicht habt ihr mal eine kleine Aufmerksamkeit bekommen von Kollegen, vielleicht auch vom Chef, die natürlich keinen finanziellen Wert hatte, aber im Wert, in der Geste viel, viel höher war als eben jede finanzielle Entschädigung. Ich glaube, der eine oder andere dürfte es kennen. Wenn ja, schreibt mir gerne die Situation mal unten in die Videobeschreibung, denn genau das ist es für mich. Nicht der materielle Wert, der sicherlich bei ein paar Euro liegt hier, sondern eben der Gedanke dahinter. Und tatsächlich haben beide Awards, beide Auszeichnungen für mich einen unterschiedlichen Stellenwert. Tatsächlich ist es so, dass ich bei meinem alten Kanal Best Greenscreen ja nie vor der Kamera gestanden habe, sondern solch ein Greenscreen-Video zu erzeugen, war tatsächlich zeitlich lange nicht so aufwendig wie ein Fotografie-Video. Es gibt über 2000 dieser Greenscreen-Clips auf diesem Kanal und der ist natürlich auch internationaler aufgestellt, weil ich persönlich natürlich nicht mit meiner Muttersprache Deutsch vor der Kamera gestanden habe. Das heißt, hier eine weltweite Zielgruppe zu erreichen, ist natürlich deutlich einfacher, als wenn du im deutschsprachigen Bereich unterwegs bist. Denn da liegt natürlich der Kern deiner Abonnenten Deutschland, Österreich, Schweiz, Japan, den USA. Heute dank KI ist ja mittlerweile schon eine Sprachübersetzung auch bei YouTube möglich, sodass es wahrscheinlich in Zukunft natürlich internationaler werden wird. Der eine oder andere hat mich mal gefragt, ja, warum machst du nicht so einen englischen Kanal? Ja, ist doch viel besser, kriegst du viel mehr Abonnenten. Dafür ist tatsächlich mein Schulenglisch nicht gut genug. Und ich finde, man sollte, wenn dann schon, ein vernünftig fließendes Englisch haben, wenn man einen Kanal in Englisch macht. Alles andere ist einfach nur peinlich. Ja. Sollte man unterlassen und deswegen mache ich das tatsächlich auch nicht in Englisch, sondern ich bleibe natürlich meiner Muttersprache treu. Tja, der Aufwand hinter diesem Award ist deutlich höher natürlich auch. Die Rückschläge waren natürlich auch deutlich höher. Und aus dem Grund habe ich das Ganze ja mal zum Anlass genommen und habe ja mein Buch darüber nicht nur geschrieben, sondern natürlich auch veröffentlicht. Plötzlich YouTuber, für alle, die es interessiert, welche Höhen und Tiefen es bei mir gab, bis ich hier diese Marke überschritten habe. Was tatsächlich zu beachten ist bei YouTube und auch viele, viele Hintergrundinformationen bekommt ihr in meinem Buch. Gibt es einerseits hier als Hardcover, als auch als Softcover. Und da drin sind wirklich viele, viele Behind-the-Scene-Informationen. Wie ist das so mit so einem YouTube-Kanal? Was gibt es zu beachten? Wo sind die Höhen? Wo sind die Tiefen? Woran hat man vielleicht gar nicht gedacht am Anfang? Und ist das alles wirklich so lukrativ, wie der ein oder andere sich vorstellt? Das heißt, mein Buch, Plötzlich YouTuber, bestimmt für den einen oder anderen interessant. Ich verlinke es euch mal unten
in der Videobeschreibung. Tja, und offensichtlich war mein Content für euch ja interessant genug, dass über 100.000 von euch mir ein Kanalabo dagelassen haben. Wie gesagt, 2 Wochen ist es her, da haben wir die 100.000er Grenze überschritten. Mittlerweile liegen wir ungefähr bei 200.500 und ja, die Zahl, die bewegt sich jetzt erstmal nicht. Da steht jetzt nicht 100, 200, 300 ganz hinten, sondern tatsächlich stuft YouTube das anders ein. Bis zu über 100.000 werden nur noch die Tausender-Schritte gezählt. Das heißt, ja, der nächste Schritt, die nächste Veränderung auf meinem Zähler im Hintergrund, die wird dann erst in wahrscheinlich 2 Wochen zu sehen sein, wenn wir die nächsten 1.000 Abonnenten hier geknackt haben. Tja, ihr Lieben, 100.000er Award. Schreibt mir mal, welchen findet ihr schicker? Ja? Also ich finde beide optisch jetzt ansprechend. Natürlich der hier, der erste, ein bisschen größer. Ja? Auch hier damals schon Aluminiumrahmen, also sehr hochwertig. Kein Holzrahmen, Aluminiumrahmen. Wir haben eine Plexiglasscheibe, ja, der typische graue Hintergrund und dann dieser Play-Button. Ein bisschen aufwendiger gearbeitet, glaube ich. Ja, auf dem Hintergrund, hier seht ihr auch so ein Samt ist hier hinten drauf. Wir haben hier nochmal eine Aufhängung für eine entsprechende Schraube, damit man das Ganze natürlich hier an der Wand montieren kann. Der neue, vielleicht doch aufwendiger gearbeitet, aber erstmal optisch nicht so groß. Ja. Wir haben hier komplett Aluminium, das Ganze ist gefaltet, sehr, sehr sauber gearbeitet. Ja. Hier keine scharfen Kanten dran. Und es gibt ja wahrscheinlich schon hunderte Videos, wie ich mich an meinem neuen YouTube Award verletzt habe. Ja, gibt es hier nicht. Auch hier polierte Platte, ja, das ist hier alles poliert, siehst du dich drin, das ist quasi spiegelblank. Und natürlich unten diesmal mit meinem Klarnamen hier, der erste Award, da stand noch Best Greenscreen drauf. Ja, so heißt ja auch der Kanal. Und hier diesmal ist es der Rico Best Kanal. Es ist kleiner geworden, aber wie gesagt, die Bedeutung, auch wenn es vielleicht materiell kleiner ist, dieses Award für mich ist deutlich größer als die meines ersten Awards. Und das natürlich dank euch. Dank euch, meine Abonnenten, die dafür gesorgt haben, dass wir die 100.000er Marke durchbrochen haben. Deshalb an dieser Stelle nochmal ein dickes, fettes Dankeschön. Wir werden auf dem Kanal natürlich genauso weitermachen. Es wird vielleicht das eine oder andere neue Format geben. Im Kern geht es weiter um die Fotografie. Ich stelle euch interessante Produkte vor. Ich nehme euch mit auf meine Fotoreisen, auf Fotowalks. Wir gehen vielleicht noch mal ein bisschen auf die eine oder andere Software ein. Und auch an dieser Stelle habt ihr die Möglichkeit, mir unten in die Kommentare zu schreiben, was ihr gerne sehen wollt auf dem Kanal. Und es lohnt sich allerdings auch mal einen Blick auf die alten Videos zu werfen im Kanal. Ja, es sind ja schon hunderte Videos online. Denn ich kriege immer mal wieder die Anfrage, ja, kannst du noch mal das Belichtungsdreieck erklären? Habe ich schon erklärt. In vielen, vielen Videos gibt es tatsächlich die Basics zur Fotografie. Ich lege die natürlich immer mal wieder gerne auf. Zum Beispiel in der neuen Serie jetzt Fotografieren lernen von A bis Z unter neuen Gesichtspunkten, unter anderen Gesichtspunkten. Wie ich sie vielleicht anders jetzt sehe nach 5 Jahren YouTube zum Beispiel. Das heißt hier, wer ein bestimmtes Thema sucht, sucht gerne auch mal in meinem Kanal. Es gibt viele interessante Videos, die auch ein bisschen älter sind. Nicht so genau hingucken, ja. Auch ein paar graue Haare sind vielleicht dazugekommen bei mir. Aber das gehört eben dazu. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Schreibt mir mal gerne, welchen Award findet ihr besser. Ja? Einfach schicker, so von der Art. Den neuen oder den älteren. Ja? Und wo wollen wir die hinstellen? Ja? Wollen wir den hier wieder in das Regal und den neuen vielleicht in das? Machen wir sie hinten an die Wand ran? Schreibt mir mal, wo wollen wir das Ganze platzieren? Die kleine Auszeichnung von YouTube ohne wirklichen materiellen Wert. Aber dafür ist der emotionale Wert natürlich für mich deutlich, deutlich höher. All das, ihr Lieben, schreibt mir gerne unten in die Videokommentare. Und natürlich hoffe ich, dass euch das kleine Video mal ein bisschen fernab der Fotografie, aber dennoch natürlich zum Kanal gehörig gefallen hat. Dann lasst mir dafür gerne einen Daumen hoch da. Aber wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen und ihr habt es noch nicht getan, dann abonniert an dieser Stelle gerne, völlig kostenlos, meinen Kanal. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. In diesem Sinne, bis dahin.